Möchtest du gerade eine Steuererklärung mit Elster Online machen oder möchtest irgendeine andere Meldung mit Elster Online machen und findest bei Elster unter alle Formulare nur den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung? Du wirst vielleicht lachen, aber das ist die häufigste Frage, die ich in den Kommentarbereich unter allen meinen Videos bekomme. Und zwar das Problem, dass man einfach nicht die Formulare bei Elster Online findet, die eigentlich da sein sollten. Und weil die Problemlösung nicht immer ganz einfach ist, dachte ich, ich nehme dazu einfach mal ein Video auf und wir gehen Schritt für Schritt die Möglichkeiten durch, die du einmal versuchen solltest, um auch alle Formulare bei Elster Online zu sehen. Und der erste und häufigste Grund, warum du in deinem Elster Online-Account keine Formulare siehst, außer halt den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, ist, dass du noch nicht vollständig registriert bist. Du kannst dich bei Elster Online mit verschiedenen Möglichkeiten anmelden und authentifizieren. Die einfachste Möglichkeit ist ganz normal mit E-Mail-Adresse. Das heißt, du meldest dich bei Elster Online einfach mit deiner E-Mail-Adresse an und hast dann schon einen Elster Online-Account. Das ist aber ein Account Lite und diesem Account, den du nur mit einer E-Mail-Adresse quasi verifiziert hast, der hat nur den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Und um jetzt ein vollwertiges Elster Online-Konto zu bekommen, musst du noch die spätere Authentifizierung durchführen. Dafür gehst du bei Elster Online auf der linken Seite auf Mein Benutzerkonto und dann auf Funktionen eines vollwertigen Benutzerkontos freischalten. Dann bekommst du von Elster Online sofort eine E-Mail mit einer Aktivierungs-ID und du bekommst einen Brief, also physisch echten Brief in deinen Briefkasten und das dauert entsprechend so 1 bis 2 Wochen und in diesem Brief steht auch nochmal ein zweiter Aktivierungscode. Und wenn du beides hast, also die E-Mail-Adresse und den Brief, dann kannst du dich in dein Elster-Konto einloggen und da diese beiden Codes bzw. IDs eintragen und damit hast du dann einen vollwertigen Elster-Account und kannst damit auch deine Einkommensteuererklärung und so weiter abgeben. Ein zweites Problem, was unter Umständen vorliegen könnte bei deinem Elster Online-Account ist, dass dein Elster-Account eine falsche Benutzergruppe hat. Elster Online hat unterschiedliche Benutzergruppen, zum Beispiel Privatpersonen, zum Beispiel Arbeitgeber oder zum Beispiel Steuerberater. Und diese Gruppen haben natürlich unterschiedliche Meldungen, die sie mit Elster Online machen müssen. Und es kann durchaus sein, dass du bei der Registrierung dann irgendwas angeklickt hast, was jetzt auf dich gar nicht so richtig zutrifft. Beispielsweise hast du diesen Elster Online-Account irgendwann mal angelegt, als du Arbeitnehmer warst und die Steuerklasse wechseln wolltest und jetzt hast du dich aber selbstständig gemacht und möchtest als Arbeitgeber die Lohnsteueranmeldung für deine Mitarbeiter machen, dann ist dein Account vielleicht einfach noch als privater Account, also als Privatperson geführt. Jetzt bist du aber Arbeitgeber und das kannst du auch nachträglich noch ändern. Und dafür gehst du auf Mein Benutzerkonto, auf Benutzergruppe einstellen und dann kannst du die Benutzergruppe einstellen. Elster Online sagt zwar, dass die reine Funktionalität deines Elster Online-Accounts sich durch die Benutzergruppe nicht ändert. Meine Erfahrung ist aber, dass einige Funktionen dann erheblich versteckter sind und nicht so leicht auffindbar sind. Das heißt, wenn du bestimmte Formulare nicht findest, dann solltest du hier auf jeden Fall einmal deine Benutzergruppe überprüfen. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, weil diese Frage höre ich auch ganz häufig, du kannst deinen Elster Online-Account auch für deine Selbstständigkeit nutzen. Ich bekomme das immer mal wieder mit, dass Leute sich einen zweiten Elster Online-Account anlegen für ihre Selbstständigkeit. Dann haben sie einen privaten und einen beruflichen. Das ist überhaupt nicht notwendig, weil du mit einem privaten Account auch alle Gewerbesteuererklärungen, Umsatzsteuererklärungen und so weiter, also alle betrieblichen Meldungen abgeben kannst. Das heißt, für deine Selbstständigkeit reicht der Elster Online-Account, den du heute schon hast. Du kannst ihn hier in den Einstellungen also jederzeit anpassen. Du brauchst keinen neuen Account anzulegen. Ein drittes Problem, was ich auch immer mal wieder sehe, ist ein ähnliches Problem wie das erste Problem, und zwar die Aktivierung deines Elster-Accounts ist einfach noch nicht abgeschlossen. Das heißt, du hast einen Account eröffnet, du hast auch die Aktivierungs-IDs per E-Mail und per Brief angefordert und hast vielleicht auch die Aktivierungs-ID aus der E-Mail-Adresse schon eingetragen. Es fehlt aber noch der Code, den du per Post bekommst. Und solange du den noch nicht eingetragen hast, ist dein Account noch nicht vollumfänglich nutzbar. Deswegen empfehle ich dir auch grundsätzlich, hol dir so früh wie möglich diesen Elster Online-Account. Nur weil du diesen Account hast, bist du zu nichts verpflichtet. Aber du kannst bestimmte Dinge halt erst machen, wenn dieser Brief einmal physisch zugestellt wurde. Deswegen solltest du diese vollständige Registrierung so früh wie möglich abschließen. Was natürlich grundsätzlich immer mal passieren kann, ist, dass der Brief mit dieser Aktivierungs-ID auf dem Postweg verloren gegangen ist oder du hast ihn irgendwann mal im Briefkasten bekommen und sind wir ehrlich, das ist meistens nicht das super wichtigste Thema, jetzt dein Elster Online-Account vollständig zu verifizieren und dann findest du den irgendwann Wochen, Monate später, wenn du denn mal eine Meldung machen musst und dann ist der Aktivierungszeitraum für Elster Online leider verstrichen. Dann musst du diesen Brief tatsächlich nochmal neu anfordern. Das ist ein bisschen ärgerlich, deswegen nimm dir diese 5 bis 10 Minuten, wenn du diesen Brief bekommst, aktivieren
aktiviere das ganz kurz, weil du dann diesen Schritt abgeschlossen hast. Es gibt nichts Nervigeres, als über Monate hinweg 3-4 Mal diesen Brief anzufordern. Und glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung. Ein viertes Problem, was auftreten kann, passiert bei Elster Online-Accounts, die es schon länger gibt. Wenn du dich nämlich anmeldest mit einer Zertifikatsdatei, dann kann es sein, dass diese Zertifikatsdatei irgendwann ausläuft. Die ist nicht unendlich gültig, sondern sie ist irgendwann ausgelaufen und dann musst du eine neue Zertifikatsdatei beantragen. Und das ist auch ganz wichtig. Bitte logge dich in diesem Fall einfach in den bestehenden Account ein und beantrage eine neue Zertifikatsdatei. Denn wenn du statt eine neue Zertifikatsdatei für deinen bestehenden Account beantragst, einfach einen neuen Account eröffnest, dann hast du ein Problem. Dann kannst du dich natürlich erstmal anmelden, aber du kannst diesen neuen Account nicht zu einem vollwertigen Account werden lassen, weil Elster lässt es nicht zu, dass du mit deiner Steuer-ID 2 unterschiedliche Konten hast. Das heißt, dann hast du einen alten, vollwertigen Account ohne funktionierende Zertifikatsdatei und einen neuen Account, den du aber nicht benutzen kannst vollständig, weil deine Steuer-ID mit dem alten Account verknüpft ist. Deswegen wichtig an dieser Stelle, wenn du schon einen Account hast, leg nicht einen neuen an, sondern beantrage eine neue Zertifikatsdatei und mit dieser Zertifikatsdatei kannst du dich dann wieder in deinen alten Account einloggen, weil mit 2 Accounts hat man tatsächlich an diversesten Stellen ständig immer irgendwelche Probleme und das führt dazu, dass unter Umständen beide Accounts nicht so richtig gut funktionieren. Wenn du das jetzt gemacht hast, dann muss dir da tatsächlich der Elster Online Support weiterhelfen. Das heißt, dann musst du einmal Elster direkt schreiben, dass sie den neuen Account idealerweise wieder stilllegen und löschen und du dann den alten, vollwertigen Account weiter benutzt. Ein 5. Problem, was auftauchen und der Grund sein kann, warum du nicht alle Formulare siehst, die du brauchst, ist, dass du noch keine Steuernummer bekommen hast. Denn du füllst ja erst den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus und dann bearbeitet das Finanzamt diese steuerliche Registrierung und schickt dir dann deine Steuernummer. Und mit dieser Steuernummer kannst du dann Rechnung schreiben, aber vor allem mit dieser Steuernummer kannst du dann auch deine Steuererklärung machen. Also Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer und so weiter. Und solange du diese Steuernummer noch nicht bekommen hast, also solange dieser Fragebogen zur steuerlichen Erfassung noch nicht vom Finanzamt bearbeitet wurde, kannst du das andere natürlich noch nicht abgeben. Und es kann tatsächlich sein, dass du diese Formulare dann auch noch nicht siehst. Ein weiterer Umstand, den du kennen solltest, ist, dass die Steuerformulare nicht immer ab dem 1. Januar verfügbar sind. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel die Umsatzsteuererklärung für das Jahr 2024 abgeben möchtest, kannst du das ja erst, wenn 2024 vorbei ist. Also theoretisch ab dem 1. Januar 2025. Das Problem ist, dass Steuerformulare ganz häufig nicht ab dem 1. Januar zur Verfügung stehen, sondern erst irgendwann im März oder April. Das kannst du übrigens bei Elster Online auch nachschauen, wann bestimmte Formulare bereitgestellt werden. Und das heißt, wenn du gerade eine Steuererklärung machen möchtest und besonders früh dran bist, kann es einfach sein, dass das Finanzamt dieses Formular noch gar nicht online gestellt hat. Dann ist das Problem nicht, dass du dieses Formular nicht sehen kannst, sondern dass es dieses Formular einfach noch nicht gibt. Und dann, ja, herzlichen Glückwunsch dafür, dass du so früh dran bist. Du arbeitest schneller als das Finanzamt, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als zu warten, bis dieses Formular dann da ist. Ein weiterer Grund, warum du unter Umständen nicht die Formulare siehst, die du brauchst, könnte sein, dass du ein Unterkonto von einem Organisationskonto hast. Das heißt, wenn du als Mitarbeiter angelegt bist von einem Unternehmen, dann kann es einfach sein, dass du die Rechte nicht hast. Also dein Account hat nicht die Rechte, die entsprechenden Formulare zu sehen. Dann ist das auch kein Fehler von Elster Online, sondern es ist ein Thema von der Rechtefreigabe in deiner Organisation. Und dann solltest du mit dem Administrator in deiner Organisation sprechen, dass du die erweiterten Rechte bekommst, damit du dann auch die entsprechenden Formulare, die du bearbeiten musst, sehen kannst und dann entsprechend bearbeiten kannst. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und du hast jetzt Zugang auf alle Elster-Formulare, die du brauchst. Wenn das noch nicht der Fall sein sollte und dir meine Ideen und Anregungen, wie du das Problem lösen kannst, nicht geholfen haben, dann lass es mich gerne im Kommentarbereich wissen und ich versuche dir dann da gerne weiterzuhelfen. Die Tipps, die ich hier gegeben habe oder die Problemlösungen kommen 100% aus der Praxis. Also das ist das, was ich in der Realität, im echten Leben mitbekomme, woran es liegen könnte. Es kann natürlich immer sein, dass es auch noch andere Probleme gibt. Wenn du dieses Problem der fehlenden Formulare auch mal hattest und ihn anders gelöst hast, dann lass es mich auch gerne im Kommentarbereich wissen, denn damit hilfst du letztendlich ja auch allen anderen. Wenn du auf der Suche bist als Selbstständiger nach Unterstützung, Bankkonto, Buchhaltungsprogramm, Steuerberater und so weiter, findest du alle meine Empfehlungen unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir aber auch gerne noch einmal hier oder du schaust einfach direkt sofort ein weiteres Video auf diesem Kanal an, zum Beispiel das hier oder das hier.